Also gestern habe ich die günstigsten BODs, die ich gestern gefunden habe, waren 6,40, heute 5,50. War wahrscheinlich einfach ein schlechter Zeitpunkt, weil die günstigen alle weggekauft wurden. Aber rein vom Prinzip her zeigt das ja eigentlich, dass das Item an sich nicht wirklich seltener geworden ist. Also ist es ja auch nicht. Und das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Masse an Leuten... Also jetzt will halt jeder rerollen. Jetzt will jeder seine 12-15% Cast-Time, seine 10-15%, 10-12,5% Crit-Damage und so weiter. Weil es halt plötzlich so leicht ist. Da wirst du jetzt natürlich nicht wochenlang drauf verzichten. Das macht jetzt halt jeder. Aber wie gesagt, damit geben sich wahrscheinlich die meisten zufrieden. Hören auf zu rollen. Folglich kaufen plötzlich viel weniger Leute BODs. Es werden aber basically genauso viel BODs gedroppt, weil Violets werden ja zum Großteil auch einfach so gefarmt, wegen Waffendrops und so. Also sie werden ja nicht mal zwingend nur wegen BODs gefarmt. Und ich denke, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis sie sich wieder normalisieren. Also sie werden wahrscheinlich ein bisschen teurer bleiben. Statt 200k wahrscheinlich 400k. Aber ich denke erstens nicht, dass sie weiter steigen und eher, dass sie wieder sinken. Würde es halt nicht so schnell gehen, weil, ja, manch einer kriegt jetzt erst mit, dass die Wahrscheinlichkeiten erhöht sind und so. Dann kauft an einem Tag plötzlich wieder jemand 3000 Stück. Aber irgendwann werden mal alle, sag ich mal, Casuals... Irgendwann werden alle Casuals mal ihre Traum-Rolls haben. In Anführungszeichen. Und dann kaufen die wahrscheinlich keine mehr. Zugegebenermaßen ist es ja auch relativ dämlich. Oder nicht wirklich worth, sagen wir lieber. Auf zum Beispiel 4 oder 5% Cast-Time oder sogar 6% zu spekulieren, weil der Unterschied ist kaum vorhanden. Macht keinen wirklichen Unterschied im Vergleich zu 3% für die meisten Leute wahrscheinlich. Man braucht es einfach gar nicht wirklich, genauso bei Crit Damage und so. Und kostet dich aber unverhältnismäßig viel mehr. Und dauert dann halt auch wieder so lange. Da musst du dann wieder so lange warten, so viel Zeit investieren, weil du tausende von BODs rollen musst. Da hat dann eh keiner mehr Bock drauf. Hoffe nur, Gala scheißt nicht nur wieder rein und ändert es zurück. Ja gut, deswegen sage ich ja, also diese Essentials würde ich jetzt machen. Scheiß auf den Preis. Es ist so oder so eh viel günstiger. Habe ich auch schon gesagt, es ist jetzt eh so viel günstiger, die BODs, im Verhältnis, weil vorher, also schau mal, für 3% Cast-Time musstest du Minimum 1000 Mal rollen. AKA weit über 200 Millionen. Jetzt kriegst du es wahrscheinlich innerhalb von wenigen 100, wenn es schlecht läuft. Und wenn es gut läuft, kriegst du es sogar sofort innerhalb von 10 bis 50. Das heißt, es ist eh günstiger geworden. Also selbst wenn du für ein BOD jetzt eine Mio zahlen müsstest, wäre es immer noch günstiger wahrscheinlich. Deswegen ist eigentlich egal, was die jetzt kosten. Und deswegen kauft sie auch jeder. Weil es Wurst ist. Es ist günstiger als vorher, also juckt es eigentlich keinen. Die paar 100k mehr oder weniger spielen keine Rolle. Also wer wirklich was braucht, zwingend, würde ich jetzt schon machen, auf jeden Fall. Ja, also ich denke nicht, dass sie es wieder rückgängig machen. Aber du hast schon recht, man weiß nie. Also einfach machen, dann kann nichts mehr schief gehen. Und das können sie dir dann nicht mehr wegnehmen, wenn du einmal gerollt hast. Das Schlimmste, was sie jetzt dann eigentlich noch machen könnten, wäre, sie bringen neues CS raus. Aber ganz ehrlich, dazu hatten sie mehrmals die Chance, sie haben es nicht gemacht. Also das wäre jetzt richtig unfair, wenn sie das noch machen würden. Die Chance, besseres oder anderes CS rauszubringen, Speed oder ATK oder HP oder so, die Chance hatten sie gefühlt 100 Mal. Und sie haben sie nicht genutzt. Jetzt zu machen, das wäre asozial. Weil sie genau wissen müssten, jetzt rollt jeder sein komplettes CS neu
Oder überhaupt zum ersten Mal. Viele hatten wahrscheinlich gar keine wirklichen Rolls auf ihrem CS, weil sie keinen Bock hatten, so oft zu rollen. Hatten wahrscheinlich nur irgendwie auch, so wie ich, 0,5 Crit Damage oder so. Weil sie nur mal 100 BODs benutzt haben und nichts Besseres dabei rauskam. Dann rollst du jetzt zum ersten Mal, gibst sogar mal ein paar 100 Mio oder so dafür aus. Und dann 2 Wochen später releasen sie 5% ADK CS oder so ein Scheiß. Das wäre gottlos. Und Max Crucio ist ja auch fertig, ne? Ich habe ja nochmal 600 BODs. God damn. Ist die Wahrscheinlichkeit bei den GOD-Dingern auch besser? Nee, bei denen nicht, glaube ich. Aber die sind auch Trash, die sollst du nicht benutzen. Die sind voll Trash. Also wirklich geistesgestört Trash. Maximalwerte sind schlechter. Es ist genauso random. Kannst 10 Männer hintereinander FP rollen. Genau der gleiche Random-Faktor. Werte sind grundsätzlich besser, aber kannst trotzdem auch nur 1% Cast-Time oder so kriegen. Und jeder Roll kostet dich aber 100 F-Coin. Dafür kriegst du fast 40 BODs. Dafür kriegst du 30 bis 40 BODs. Wo 1000%ig was Besseres bei rauskommt. Einziger Nachteil, dauert länger, aber ganz ehrlich, das ist jetzt kein wirklicher Nachteil mehr, weil jetzt geht's echt klar. Wenn man keine allzu hohen Ziele hat. Wenn man realistische Ziele hat, geht's recht schnell. Von denen gibt es manchmal welche for free. Ja, aber tatsächlich, ich habe es auch nicht gemacht, aber ehrlich gesagt, das war ziemlich dämlich. Gratis Blessing of the Goddess, die sollte man aufheben zum Entfernen. Weil du kannst ja Blessing of the Demon kannst du nicht entfernen. Und ich glaube, diese gratis Blessing of the Goddess, die sollte man sich aufheben, falls man mal einen CS-Teil wieder entfernen möchte, handeln möchte, verkaufen möchte, tauschen möchte, whatever. Ich glaube, eher dafür solltest du die aufheben. Weil Blessing of the Demon kannst du nicht entfernen. Wenn du Blessing of the Demon auf zum Beispiel einer 5% ATK-Suit hast, HP, goddammit. Auf einer 5% Geschwindigkeitssuit, Speed-Suit, Blue-Blee, dann kannst du es nicht entfernen. Du musst erst ein Blessing of the Goddess drüber rollen und dann kannst du es erst wieder entfernen. Auch so ein bescheuertes System. Aber damit garantieren sie sich halt, dass du irgendwann mal ein Blessing of the Goddess kaufen musst, sozusagen. So ähnlich wie mit dem Revert Transmutation, wenn du was geskinnt hast. Wo ja auch diese Garantie ist, dass du irgendwann mal 100 F-Coins ausgeben musst, weil sie dich dazu zwingen mit diesem Item. Ziemlich ähnlich, ziemlich vergleichbar. Und beides kriegt man relativ selten gratis. Also Revert Transmutation kriegt man gefühlt einmal im Jahr gratis. 1 oder so. Und Blessing of the Goddess kriegt man auch höchstens 10 pro Jahr gratis. Also die gibt's nicht oft, deswegen würde ich die fast aufheben. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe meine auch alle gerollt. Just for the lols. Aber, und mein CS ist auch alles sehengebunden. Wie deins. Aber ja, theoretisch würde ich sie lieber dafür aufheben, falls man sie doch mal braucht. Aber ja, wenn alles sehengebunden ist, dann ist eigentlich egal.